English subtitles available. Knappes Zeug der alten Zeit, haltet euch bloß bremsbereit. Was war denn das für eine Aktion, du Alter? Ey, ich kotze. Oha. Das war ein bisschen knapp. Allerdings, ey, meine Fresse, und dit nur, weil man nicht wie jeder andere Mensch warten kann, ja, aber der Ehrenbahnfahrer erkundigt sich scheinbar noch, ob alle gut ist. So weit sind wir weg und da hinten, da wird gleich Eislauf geübt. Keine Streiks geben wird. Die Kinder der Hamburger Unternehmerin Christina Block sind zurück bei ihrem Vater in Dänemark. Das Oberlandesgericht hatte das im Sorgerechtsstreit der Eltern angeordnet. Die Kinder waren an Silvester von Unbekannten gekidnappt und zu ihrer Mutter gebracht worden. Boeing hat erneut Probleme mit seinem Pannenflugzeug 737 MAX 9. Alaska Airlines lässt erstmal alle Maschinen der Baureihe am Boden und ein Flugzeug des Typs musste notlanden, weil während des Flugs ein Teil der Seitenwand abgerissen war. Das waren die Nachrichten aus Hamburg, Deutschland und der Welt. Tja, nichts passiert, fährt auch entspannt weiter, zum Glück war da Platz. Der Einsender schreibt, Zitat, die Fahrerin war 15 Minuten einfach links, ich hatte es eilig und wollte vorbei. Auch größere Lücken waren ihr nicht groß genug. Mit dem Transporter habe ich alles gegeben, aber kurz bevor ich an ihr vorbeifahren konnte, hat sie einfach geblinkt und ist vor mich gefahren. Also nach dem Motto, ich blinke, also fahre ich auch. Ich hatte angenommen, dass sie mich noch vorbeilässt, dann habe ich maximal bremsen müssen und habe sie tatsächlich minimal berührt. Später auf dem nächsten Parkplatz haben wir die Polizei gerufen, die konnten aber keine Spuren finden, die dazu gepasst hätten. Also sind wir alle weitergefahren. Zitat Ende. Wir wissen, das ist keine 30er-Zone, hier ist kein Schild dazu, also 50. Hinzu kommt, ja, auf Sicht fahren ist immer geboten, aber sind wir doch mal ehrlich, ja, nur weil die Gegenfahrbahn Stau hat, fährst du auch nicht plötzlich Schritttempo und dann passiert's. Alter, ich sag euch wirklich ehrlich, niemand will damit leben müssen, jemanden überfahren zu haben, aber dann noch ein Kind oder fast sogar zwei. Stellt euch das mal vor, euer Leben ist doch von heute auf morgen grundlegend im Arsch. Das verfolgt dich doch bis ins Grab, ey. Oh mein Gott, hattest du Glück. Heilige Scheiße, also bloß schnell weitermachen. Noch schön warten, bis er endlich da ist. War ja, vielleicht dachte er auch einfach, er wirkt auf dich wie ein Ampellicht. In dem Fall bist du über Rot gefahren. Ist das gruselig, ey. Man kann unserem Einsender nun wirklich nicht vorwerfen, er wurde unüberlegt und riskant überholen. Dort steht jetzt gleich ein Fahrzeug am Straßenrand, ja, und wir sind auf der Hauptstraße, also hat er mal brav zu warten. Und wenn er minimal den Verkehr beobachten würde, was sein Job ist, wäre er stehen geblieben. Bleibt er auch eine Weile und Fischbachtaler denkt sich, naja gut, dann kann ich ja. Sag mal, hey du, Dussel, ey. Da würde mich eure Meinung echt mal wieder interessieren. Schön fahren sie nebeneinander her und dennoch werden sich die Rollerfahrerin und das Kind auf dem Rad gleich in die Haare kriegen. Ja. Ja, da muss man gucken, bevor man abbiegt. Da hast nicht geguckt. Meistens sind aus gutem Grund an solchen Knotenpunkten nur 70 km/h erlaubt, hier nicht. Bereit für jeden? Ja. Digga! Um Himmels Willen! Was war denn mit ihr, Alter?
Auf die Rollerfahrerin mit der sichteinschränkenden Haube auf den Kopf achten. Wir waren nicht dabei, daher glaube ich Borny, wenn er sagt, ich habe mich auf das Auto rechts von mir konzentriert. Was dann aber vor ihm lag, hat er erst super spät geschaltet. So auf die Bremse gehen. Ja. Er möchte nicht. Er möchte nicht. Nach längerem Schweigen unserer Mitfahrer durch den Riesenschrecken fällt einem dann doch irgendwann der Stein vom Herzen und man ist einfach nur noch glücklich davongekommen zu sein. Oh Gott. Alter. Während dort in aller Ruhe gewendet wird, fragen wir uns, wie zum Geier kann sowas passieren? Es kann und manchmal reicht es, wenn jemand einfach pennt. Man achte auf die Radfahrer auf der rechten Seite. Pass auf. Ja, in weiser Voraussicht murmelt Marc noch vor sich hin, er solle aufpassen, aber so passiert's dann. Das ist übrigens ein Gehweg, Radfahrer sind geduldet, aber es gibt kein Schild für das Befahren in beide Richtungen. Welches lange 20 Minuten zu was? Zu den Vektoren. Hey! Junge, 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 Junge. Für die Fahrzeuge wird grün, in der Fußgängermenge sieht man eine Gestalt so leicht vorpreschen, scheinbar unter Zeitdruck. Gut, geht nicht voran, da muss man eben abwarten. Dann trifft er eine Entscheidung, die ihm Zeit sparen soll, trotz für ihn roter Ampel. Digga! Alter! Ey, wie bescheuert kann man sein? Alter! Sowas Dummes! Alter! Der Unterschied liegt da jetzt nicht. Dieser Clip ist sehr ruhig, zu ruhig. Ich vermute, vor Ort war es ganz schön laut mit Hupe und vielleicht entsetztem Gebrüll. Unser Einsender wagt mal einen Blick, ob da was kommt. Die Linie ist aber sowieso unmissverständlich solide. Naja, und dann folgt Ditte. Was macht er hinter mir? Jo! Oh, Alter! Oh. Alter, der eine kommt von hinten angeschossen. Über 10 Autos hat er gerade überholt hier wegen der Schlange.